Zuerst sah ich nur ein kleines Licht am Nachthimmel, doch dieses Licht schien sich zu bewegen. Je länger ich dieses Ding anstarrte, desto größer und heller schien es zu werden. Je näher das Licht kam, desto intensiver und bedrohlicher erschien es mir. Schließlich schwebte ein riesiges, leuchtendes Etwas direkt vor mir. Das Licht begann zu flimmern und seine Farbe zu wechseln, als ich ein merkwürdig schrilles, fast pfeifendes Geräusch hörte. Dieser Ton wurde immer lauter und durchdringender und begann auf eine seltsame Art, seine Frequenz zu variieren. Ich blieb wie angewurzelt stehen und wagte kaum zu atmen. Bevor ich recht wusste, wie mir geschah, setzte dieses Ding vor mir auf den Boden auf. Nein, es schien eher über der Erde zu schweben. Im gleißenden Licht sah ich plötzlich die Umrisse von riesigen Gestalten auftauchen. Dann wurde alles dunkel und ich verlor das Bewusstsein. Und was geschah dann? An was kannst du dich noch erinnern? An nichts. Überhaupt nichts. Das nächste, woran ich mich wieder erinnere, war das Läuten einer entfernten Kirchturmuhr. Mir wurde Angst bei dem Gedanken, dass ich mich in den 10 Stunden, die seitdem vergangen sein mussten, an nichts mehr erinnern konnte. Als ich vor zur Straße lief, kam mir ein junger Mann entgegengerannt. Er stellte sich mir als ein Reporter der Lokalzeitung vor. Er erzählte mir von seinen nächtlichen Beobachtungen, die er auf einem Kirchturm in der Umgebung gemacht hatte. Er hat ein UFO fotografiert. Was ist nur mit Anne geschehen? Sind tatsächlich Außerirdische für ihren Zustand verantwortlich? Oder ist es eher andersrum und ihre Erlebnisse sind nichts weiter als Wahnvorstellungen, die durch ihre Krankheit ausgelöst werden? UFOs und grüne Männchen gibt es doch nur im Science-Fiction. Wie auch immer, seltsam ist das alles schon. Viel zu seltsam, um so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Anne hat im ganzen Gesicht seltsame gelbe Flecken. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und da am Hals merkwürdige Verletzungen. Ich fasse sie lieber nicht an. Vielleicht ist es was Ansteckendes. Eine unglaubliche Geschichte. Kann ich irgendetwas für dich tun? Nein, ich habe alles. Meine Mutter versorgt mich bestens. Was geschah, nachdem du wieder zu dir kamst? An was kannst du dich noch erinnern? An nichts Konkretes. Eigentlich an überhaupt nichts. Aber meine Fantasie spielt mir ständig Streiche. In meinen Träumen werde ich von sonderbaren Gestalten mit riesigen Körpern verfolgt. Und sie fangen mich ein und nehmen mich mit zu einem seltsamen Ort. Und dann sehe ich ein grelles Licht, in dem seltsame Köpfe ohne Augen erscheinen, die sich über mich beugen. Und ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Du siehst wirklich sehr mitgenommen aus. Wo kommen überhaupt die gelben Flecken in deinem Gesicht her? Und was sind das für merkwürdige Verletzungen an deinem Hals? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und auch die Ärzte sind ratlos. Sie haben gesagt, dass sie noch nie solche Symptome gesehen haben. Ich bin überzeugt, dass alle hier im Krankenhaus ihr Menschenmöglichstes tun, damit du schnell wieder gesund wirst. Ja, sicher, aber ob das Menschenmögliche in meinem Fall genügt? Die Krankenschwester macht einen sehr engagierten Eindruck. Eva Helfer steht auf ihrem Namensschild. Ich wüsste gerne Näheres über Annes Gesundheitszustand. Da tappen auch die Ärzte noch im Dunkeln. Nur eins ist sicher. Anne leidet an einem alarmierenden Defizit an weißen Blutkörperchen. Ein seltsames Phänomen. Dies ist umso schlimmer, da Anne eine extrem seltene Blutgruppe hat. Solange wir die Ursache nicht kennen, wissen wir nicht, wie wir ihr helfen können. Schrecklich. Wenn es nur möglich wäre, mit einem Röntgenbild die Erinnerungen eines Menschen sichtbar zu machen. Wie schnell wüsste ich, was mit Anne geschehen ist? Blitzblank geputzt und super steril. Eine Nasszelle wie in jedem anderen Krankenhaus. Eigentlich ist es ein Zweibettzimmer. Da hat Anne in ihrem Zustand aber Glück, dass sie sich alleine in aller Ruhe erholen kann. Ach ja, aus einem Krankenhausfenster heraus betrachtet, sieht vieles im Leben anders aus.
Wenigstens kümmert man sich gut um Anne. Jemand hat ihr sogar Blumen gebracht. Eine Fernbedienung, die nützlichste Erfindung unseres Jahrhunderts. Nach dem Tamagotchi natürlich. Das Fernsehgerät ist ausgeschaltet. Mal sehen, was in der Flimmerkiste läuft. Selbst in den Nachrichten wird über die UFO-Affäre berichtet. Ich habe genug gesehen. Moment mal. Was ist das für ein ungewöhnlicher Geruch hier im Krankenzimmer? Der feine Hauch eines edlen Parfüms, der hier in der Luft liegt, passt eher in eine Parfümerie als in ein Krankenhaus. Sollte Anne trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit schon wieder teures Duftwasser benutzen? Merkwürdig. Ihr riecht es nach Parfüm. Ist das deins? Nein. Aber eben war noch eine Frau hier, eine Journalistin. So nimm mich wenigstens an. Sie wollte alles ganz genau wissen. Dabei kann ich mich wirklich nicht an mehr erinnern. Glaub mir, Philipp, ich bin nicht verrückt geworden. Ein UFO? Außerirdische? Bisher dachte ich bei diesen Begriffen an schlechte B-Movies. Und jetzt geschieht es tatsächlich. Und es sind keine verrückten Spinner, die behaupten, fliegende Untertassen gesehen zu haben. Es ist Anne passiert. Ich kann doch ihre Schilderung nicht einfach als pure Fantasie abtun. Oder gibt es doch eine vernünftige Erklärung für all das, was geschehen ist? Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Keine Ahnung, wo ich hinfahren soll, um mehr über die Aliens herauszufinden. Mir ist es, als ahne das Ding, dass ich nicht weiß, wohin, und würde mich höhnisch angrinsen. Das gibt's doch gar nicht. Junge Frau von Aliens entführt. Jetzt schon ein Artikel in der Zeitung? Das muss ich mir genauer ansehen. Hey, wir sind doch hier keine Lesestube. Und erst recht keine Bibliothek. Wenn dich das interessiert, dann kauf das Blatt gefälligst vorher. Man sieht ihm nicht an, dass er Currywürste macht, die viele 3-Sterne-Köche vor Neid erblassen lassen würden. Hallo, junger Mann, was darf's denn sein? Die heutige Ausgabe des Blick. Das macht 1,80 Mark. Ich befürchte, ich habe kein Bares bei mir. Das ist doch das Zeichen für die Geldkarte. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wie sie funktioniert. Ich hätte Herrn Liesen von der Volksbank Raiffeisenbank damals besser zuhören sollen. So einiges an interessanten Zeitschriften. Aber ich bin momentan viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Ich könnte nicht mal der Handlung eines Comics folgen. Ein Mietwagen von der Best Rent Autovermietung. Nicht gerade meine Kragenweite. Wenn ich mal meinen Führerschein habe, werde ich mir bestimmt nicht so eine Schuhschachtel mieten. Dann müsste es schon eher eine Rakete mit einem Pferd auf dem Kühler sein. Ah ja, mit einer Eurocard und Führerschein könnte ich jetzt schnell, bequem und bargeldlos einen Wagen mieten. Da ich keines von beiden habe, bleibt es leider bei dem könnte. Ich nehme mir einen der Prospekte. Auf ihrem Namensschild steht Frau Spackhaus. Sie macht einen sympathischen Eindruck. Mein Roller ist mein ganzer Stolz. Ich habe ihn mir letztes Jahr von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft. Mein Motorroller ist leider kaputt. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Benzinschlauch undicht. Briefkästen erinnern mich immer an eine Pizza Calzone. Man weiß nie, was drin steckt. Schau an, ich habe Post. Hoffentlich keine schlechte Nachricht. Ein Brief von meiner Bank. Ich bin gespannt, was Sie mir mitteilen. Post von meiner Bank. Ob Sie mir mitteilen wollen, dass ich jetzt meine erste Million zusammen habe? Schade, Millionär bin ich noch nicht.
Aber mit meinem Sparvertrag der Volksbanken Raiffeisenbanken ist trotzdem ein ganz schönes Sümmchen zusammengekommen. Nächsten Monat wird das Geld fällig und mein Kundenberater lädt mich zu einem Beratungsgespräch ein. Ich muss unbedingt einen Termin mit ihm vereinbaren, damit ich mein Geld wieder so gut anlegen kann. Home sweet home. Ich hätte nie gedacht, dass es mein Leben wirklich so verändern würde, endlich eine eigene Wohnung zu haben. Ein erster, wenn auch kleiner Schritt auf dem Weg zum Ziel. Einer eigenen Villa an der Côte d'Azur. Beim genaueren Hinsehen mache ich eine Entdeckung, die mich schaudern lässt. Ich muss mal wieder abstauben. Die besten Blasen entstehen immer, wenn im Inneren die optimale Temperatur erreicht ist. So gesehen gleicht diese Lavalampe meinem Gehirn. Den Multimedia-PC habe ich mir vor kurzem gekauft. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich mich vor den Computer setzen sollte. Sehr praktisch, dass es den Drucker so günstig im Paket mit dem PC gab. Wie klein ist doch jeder einzelne von uns mit seinen Problemen in Anbetracht von Mutter Erde. Sollte sie jetzt tatsächlich auch noch von fremdartigen Lebewesen von einem anderen Planeten heimgesucht werden? Ein unglaubliches Gefühl, mit einer einzigen Handbewegung die Erde drehen zu können. Bisher dachte ich, Außerirdische gäbe es nur in meinen Lieblingsfilmen. Habe ich mich getäuscht? Sind wir nicht allein im All? Mein Bett ist mein bestes Stück. Ich hatte es mir gleich als erstes für die neue Wohnung zugelegt. Um sicher zu gehen, sehe ich nach, ob sich ein Alien unter der Decke versteckt. Ein Geschenk meines alten Freundes Vincent. Ich habe sie Audrey 95 genannt. Sie schnappt nach allem, was sich bewegt. Hast wohl ein kleines Loch im Magen, was? Kommoden sind eine praktische Erfindung. Schublade auf, alles reingeworfen, Schublade zu und schon ist man der ordentlichste Mensch der Welt. Und da eine Kommode auch nichts verliert, erzählt sie mehr über das Leben eines Menschen als sein Gesicht. Autsch, Audrey! Ich hab dir doch schon 1000-mal gesagt, dass man nicht nach seinem Herrchen schnappt. Ich sollte mein Pflänzchen besser erst füttern, bevor ich mich wieder in ihre Nähe wage. In meiner Wäschetonne stapelt sich schon die Wäsche von ein paar Wochen. Da fasse ich nur mit Handschuhen rein. Ein Glück, dass ich alleine wohne. Meine Mutter hätte beim Anblick der angeschmuddelten Klamotten schon längst wieder gemosert. Ich räume meine Wäsche in die Wäschetruhe. Oh, da liegt ja was. Ha, in meiner Geldbörse herrscht mal wieder gähnende Leere. Aber zum Glück steckt ja meine Bankkarte darin. Ich nehme die Geldbörse. Ein Schwarm Fliegen bei meinen Socken. Ein Zeichen des Himmels, das es mir unmöglich macht, am nächsten Waschsalon ohne schlechtes Gewissen vorbeizulaufen. Diese Fliegen treiben mich noch zum Wahnsinn. Aber so geht das nicht weiter. Euch kriege ich. Ich kann's nicht glauben. Auch wenn der Jagdinstinkt, den unsere Vorfahren noch zum Überleben brauchten, schon genauso verkümmert ist wie unser Steißbein. Für eine kleine Fliege hat's gerade noch gereicht. Jetzt sollte ich die Socken aber besser luftdicht in der Truhe entsorgen. Na, sieh an. Das schmeckt meinem kleinen Gourmet. Aber benimm dich anständig und schmatz nicht wieder so laut. Mal sehen, was ich in meiner ganz persönlichen Schatztruhe so finde. Mein Multifunktionstaschenmesser mit 99 Spezialwerkzeugen habe ich nach 5 Jahren Mitgliedschaft vom MacGyver Fanclub bekommen. Mein Taschenmesser, das sollte ich auf jeden Fall einstecken. Man weiß ja nie. Meine neue Bankkarte.
was dieser Chip auf der Vorderseite wohl zu bedeuten hat. Sieht aus wie auf einer Telefonkarte. Ich kann mich dunkel erinnern, dass mir mein Kundenberater mal gesagt hat, zu was er gut ist. Ich sollte mich unbedingt bei Gelegenheit nochmal erkundigen. Meine alte Geldbörse ist schon ziemlich ramponiert. Aber ich kann mich nicht davon trennen. Der beste Freund seit der Trennung von meiner letzten Freundin. Mein Videorekorder. Ein Ziehen in meinem linken Bein sagt mir, dass mich das nicht weiterbringt. Der Typ scheint das nicht geregelt zu kriegen. Dabei ist das doch so einfach. Ich hol mir lieber drinnen schnell Bares, bevor ich hier lange warten muss. Er scheint seine Geheimzahl vergessen zu haben. Und es sieht nicht so aus, als würde sie ihm in den nächsten Stunden wieder einfallen. Irgendwie kommt mir dieses Motiv bekannt vor. Ist das nicht der interaktive Wirtschaftskrimi der Volksbanken Raiffeisenbanken auf CD-ROM, vor dem ich nächtelang gesessen habe? Spannung pur. Die gehen auf Nummer sicher. Aktienkurse erinnern mich immer an die Aufzüge in einem Hochhaus. Man steht davor und weiß nie so genau, ob sie hoch oder runter gehen. Also es beeindruckt mich immer wieder, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus Geld viel Geld zu machen. Aber welche ist die richtige für mich? Das ist das Ladegerät für die Geldkarte. Herr Liesen hatte mir bei der Aushändigung meiner Bankkarte erklärt, wie es funktioniert und was es mit der Geldkarte auf sich hat. Aber damals hatte ich wohl nicht richtig aufgepasst. Ich weiß nicht mehr, wie das Aufladen funktioniert. Herr Liesen ist mein Kundenberater. Wir kennen uns gut, da er auch seit Jahren meine Eltern betreut. Ich gebe Herrn Liesen die Hand. Er drückt ganz schön kräftig zu. Können Sie mir nochmal erklären, was es mit der Geldkartenfunktion meiner Bankkarte auf sich hat? Gerne. Geldkarte ist die Bezeichnung für den Mikrochip auf Ihrer Bankkarte. Sie ist somit keine eigenständige Karte, sondern vielmehr eine zusätzliche Funktion Ihrer Bankkarte. Die Geldkarte ist wie ein elektronisches Portemonnaie. Auf dem Chip Ihrer Bankkarte können Sie Geld von Ihrem Konto speichern und damit kleinere Beträge bargeldlos bezahlen. Man muss also kein Kleingeld mehr dabei haben. Dort drüben am Automaten können Sie sie aufladen. Einfach Karte einstecken, Geheimzahl und gewünschten Betrag eingeben, fertig. Alles klar, Dankeschön. Ich lade die Geldkarte mit Geld von meinem Konto auf. Gut, dass ich meine Geheimnummer inzwischen auswendig kenne. Hallo Herr Marlau, was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Schön Sie zu sehen. Wenn ich etwas für Sie tun kann, sagen Sie mir Bescheid. Hallo Herr Marlau, was kann ich für Sie tun? Ich hätte mal eine persönliche Frage. Glauben Sie eigentlich an UFOs? Bisher habe ich mir relativ wenig Gedanken über Außerirdische gemacht, aber nachdem ich in der heutigen Ausgabe des Blicks von der Entführung gelesen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir allein im Universum sind. So geht es mir auch. Noch dazu ist das Entführungsopfer eine gute Freundin von mir, von der ich weiß, dass sie eine solche Geschichte nicht einfach erfinden würde. Höre ich da so einen kleinen Unterton? Sie werden doch nicht schon wieder Ihre Neigung zum Detektiv entdeckt haben und selbst ermitteln. Sie wissen doch, mysteriöse Phänomene faszinieren mich. Ich bin nun mal von Natur aus neugierig. Dachte ich mir doch, dass Ihnen diese Sache keine Ruhe lässt. Wenn ich Ihnen helfen kann, sagen Sie einfach Bescheid. Hallo Herr Marlau, was kann ich für Sie tun?
Wie geht's denn meinem Geld, das ich angelegt habe? Es wächst und gedeiht. Auf einem Sparvertrag kommt mit der Zeit ganz schön was zusammen. Sie haben mir geschrieben, dass mein Sparvertrag ausläuft. Klasse, jetzt kann ich mir endlich einen neuen Roller kaufen. Mein Alter fällt nämlich schon bald von selbst auseinander. Aber was mache ich denn jetzt am besten mit dem restlichen Geld? Das kommt darauf an, welche persönlichen Ziele Sie haben. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und im Moment habe ich auch ziemlich viel um die Ohren. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich mich auch zu Hause über die verschiedenen Geldanlageformen informieren kann? Ja, klar. Sie haben doch einen Internetanschluss, oder? Dann können Sie sich im VR-Net, unserem Internetangebot, schon mal informieren. Ich gebe Ihnen am besten die neueste Ausgabe von Marco mit. Da ist die Adresse des VR-Nets abgedruckt. Trotzdem wäre es besser, wenn Sie etwas Zeit übrig hätten, damit ich Sie individuell beraten kann. Klasse, vielen Dank. Und wegen eines Termins rufe ich nochmal an, sobald ich hinter das Geheimnis der UFOs gekommen bin. Marco, das Jugendmagazin der Volksbanken Raiffeisenbanken, enthält immer wieder interessante Berichte und Informationen. In dieser Ausgabe ist ein Artikel über das VR-Net, die Homepage der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und hier steht ja auch die Internetadresse: http://www.vrnet.de. Ich hätte gerne die heutige Ausgabe des Blick. Bitte, hier ist meine Karte. Alles klar. Ich buche die Zeitung vom Guthaben auf deiner Geldkarte ab. Bitte schön. Die heutige Ausgabe des Blick mit dem Bericht über den UFO-Vorfall. Ach, mein alter Freund Harry Klamann hat das UFO fotografiert. Unglaublich! Dieser rasende Reporter hat mal wieder im richtigen Moment den Finger am Abdrücker gehabt. Ich sollte ihn unbedingt in der Redaktion des Blick besuchen. Vielleicht hat er ja noch mehr gesehen. Ich hätte gern eine Currywurst Spezial. Hier ist meine Geldkarte. Bitte schön. Die Currywurst schmeckt wieder ausgezeichnet. Aber die Portion ist doch zu groß, um alles auf einmal zu essen. Bei mir waren die Augen mal wieder größer als der Magen. Könnten Sie mir bitte die Reste der Currywurst einpacken? Kein Problem. Hier, bitte. Der Kioskbesitzer hat die Reste seiner berühmt-berüchtigten Curry Spezial sorgfältig in Alufolie eingepackt. Stand nicht im neuen Marco die Adresse von der Homepage der Volksbanken Raiffeisenbanken? Da haben wir sie auch schon. Dann surfe ich jetzt mal durchs VR-Net. Ich bin im VR-Net, den Internetseiten der Volksbanken Raiffeisenbanken. Das sehe ich mir mal genauer an. Oh, ein E-Mail. Wer hat mir wohl geschrieben? Hi Philipp. Ich hoffe, dir geht es genauso gut wie mir. Hast du endlich deinen Roller repariert? Falls du immer noch nicht dazu fähig bist, eine neue Benzinleitung einzubauen, habe ich einen großartigen Tipp für dich. Lege dein Geld in Aktien der Virex AG an. Die werden bald so eine hohe Rendite abwerfen, dass du dir ohne Probleme einen neuen Roller kaufen kannst. Beste Grüße, Vincent. Mein alter Freund Vincent. Er und seine Tipps, naja, aber es könnte ja was dran sein. Ich drucke mir sein E-Mail mal aus. Ich nehme den Ausdruck aus dem Drucker und stecke ihn ein. Ein Mail von Vincent. Seit er von hier weggezogen ist, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er fragt, ob ich meinen Roller schon repariert habe. Alter Freund, ich habe gerade ganz andere Probleme als eine defekte Benzinleitung. Noch ein Tipp? Da bin ich mal gespannt.
Oh, das hört sich ja interessant an. Aktien der Virex AG kaufen. Vincent hatte schon immer eine gute Nase für Geschäfte. Vielleicht lohnt es sich ja, sich mal schlau zu machen. Unglaublich. Sollte ich immer noch dieses Parfüm aus dem Krankenhaus in der Nase haben? Oder führt mich der Duft geradewegs zu der Dame, die Anne ausgefragt hat? Nur, was hat Harry damit zu tun? Der gute alte Harry Klarmann. Auf ihn konnte man sich immer verlassen. Aber er hat auch schon mal besser ausgesehen. So klappt das nicht. Harry mit seiner Familie in glücklicheren Tagen. Er hat schon mal besser ausgesehen. Was ist denn das? Mal sehen, ob ich wenigstens hier etwas bewegen kann. Manchmal fehlt nur ein kleiner Anstoß und alles läuft wie von alleine. Und noch ein kleiner Schubs. Genug gespielt. Wird Zeit, dass ich mich wieder um meinen Fall kümmere. Mensch, Harry, du bist ja immer noch hier. Ich dachte, die vom Playboy hätten dich schon lange als Chefredakteur eingekauft. Hallo Philipp. Wenn das kein Zufall ist, gerade wollte ich dich anrufen. Darf ich vorstellen? Linda Fox, das ist Philipp Marlau, dessen detektivische Fähigkeiten ich gerade so ausführlich gelobt habe. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Sie können ihm uneingeschränkt vertrauen. Wir haben schon einige brenzlige Situationen zusammen gemeistert. Am besten ihr unterhaltet euch mal. Hallo Philipp, gerade haben wir uns noch über dich unterhalten. Ich bin Spezialagentin bei der Nationalen Stelle zur Observierung wahrscheinlich außerirdischer Störungen oder kurz, na sowas. Ich ermittle in dieser merkwürdigen UFO-Geschichte, von der du bestimmt schon gehört hast. Leider konnte ich aber bisher noch nicht viel herausfinden, da mich die hiesige Polizei überhaupt nicht unterstützt. Ich wäre sehr froh, wenn du mir bei meinen Untersuchungen helfen könntest. Das muss ich mir noch überlegen. Das scheint eine gefährliche Sache zu werden. Ich sehe dir doch an der Nasenspitze an, dass dich dieser Fall brennend interessiert. Was haben Sie bereits unternommen? Ich habe schon sämtliche Augenzeugen befragt, die Fotos gesehen und die halbe Stadt abgeklappert. Kurz und gut, ich komme kein Stück weiter. Dieser bornierte Polizeichef war von Anfang an gegen mich und ist einfach sauer, dass sich übergeordnete Behörden in seinem Sandkasten tummeln. Er denkt, wenn das hier jemand aufklären könnte, dann er. Also kooperiert er nicht nur nicht mit mir, sondern legt mir Steine in den Weg, wo er nur kann. Ich kann jede Hilfe brauchen, die ich bekommen kann. Ich versuche gerne zu helfen und werde alles tun, was in meiner Macht steht. Ah, das finde ich klasse. Aber wir müssen das geheim halten. Sonst stehst auch du nur vor verschlossenen Türen. Hier ist meine Karte. Ruf mich einfach an, sobald du etwas herausgefunden hast. Die kleinste Kleinigkeit könnte mir weiterhelfen. Wie geht's deiner Familie? Der Job ist meine Familie. Hast du vielleicht auch noch Fragen, die keine alten Wunden aufreißen? Entschuldige, ich wollte nicht in deinem Seelenmüll buddeln. Schon okay. Wir sind ja Freunde. Wo hast du die Fotos gemacht? Auf einem Kirchturm in der Nähe des Stadtparks. Nicht weit von der Stelle, an der Anne gefunden wurde. Was hattest du mitten in der Nacht auf einem Kirchturm zu tun? Ich wollte ein paar Nachtaufnahmen von unserer Stadt machen. Ein glücklicher Zufall. Sonst noch was? Wo genau wurde Anne gefunden? Im Stadtpark. In der Nähe des Springbrunnens. Am Springbrunnen? Ich glaube, die Stelle kenne ich. Dort habe ich mich früher immer mit Claire getroffen. Lange her. Das ist doch in der Nähe der Endstation der Buslinie 9. Ja, genau. Gegenüber der Haltestelle Wiesengrund. Die Visitenkarte der außerirdisch schönen Spezialagentin. Leider nur für geschäftliche Zwecke.
Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wenn ich überlege, welche Ansatzpunkte ich habe, muss ich bemerken, fast keine. Was sagte Harry? Im Stadtpark in der Nähe des Springbrunnens. Vielleicht sollte ich mich einfach mal dort umsehen. Schaden kann's ja nicht. Hallo Herr Marlau, was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Schön Sie zu sehen. Wenn ich etwas für Sie tun kann, sagen Sie mir Bescheid. Hallo Herr Marlau, was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für Aktien. Haben Sie dazu eine konkrete Frage? Was sind eigentlich Aktien? Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, der Aktiengesellschaft. Wer eine Aktie kauft, erwirbt damit ein Stückchen des Unternehmens. Man hat Mitbestimmungsrechte auf der Hauptversammlung und ist am Gewinn des Unternehmens, der sogenannten Dividende, beteiligt. Haben Sie sonst noch Fragen? Sind Aktien eine sichere Geldanlage? Aktien sind sehr spekulativ. Man sollte eigentlich nur Geld in Aktien anlegen, das man in nächster Zeit nicht dringend benötigt. Ansonsten ist man eventuell gezwungen, bei einem niedrigen Kurs zu verkaufen und macht womöglich sogar Verlust. Vorsicht ist geboten. Genaue Informationen über das Unternehmen helfen, das Risiko abzuschätzen. Ich habe hier einen Aktientipp von einem alten Freund bekommen. Er rät mir zum Kauf von Virex-Aktien. Was halten Sie davon? Mit Aktien ist das immer so eine Sache. Es ist riskant, überstürzt zu handeln. Man muss sich vorher gut informieren. Was können Sie mir über die Virex AG sagen? Virex ist keine der bekannten Aktiengesellschaften. Aber ich kann mich gerne für Sie über das Unternehmen erkundigen. Der Bus zum Wiesengrund kann jeden Moment losfahren. Er sieht nicht so aus, als würde er mich ohne Fahrkarte mitfahren lassen. Ohne Fahrkarte läuft hier nix, junger Mann. Na, Hauptsache es fährt was. Laufen muss ja gar nicht. Hol dir erstmal auf Fahrkarten, dann darfst auch auf dem Sitz für Spaßvögel Platz nehmen. Das klingt doch gut. Aber nicht weglaufen. Jetzt beeil dich mal besser, sonst fahre ich ohne dich. Ich kaufe mir eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte der städtischen Verkehrsbetriebe. Damit komme ich überall hin. So, hier meine Fahrkarte. Alles klar. Siehst du, es geht doch. Wo sitzen denn die Spaßvögel? Leider bist du heute der Einzige. Am besten, du setzt dich ganz nach hinten. Mit Vergnügen. Wann geht's los? Wir fahren in wenigen Sekunden ab. Das muss die Stelle sein, an der Anne entführt wurde. Ein seltsam beklemmendes Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem vielleicht Außerirdische spazieren gingen. Im Wasser des Brunnens spiegelt sich mein nachdenkliches Gesicht. Ich würde ja gerne wissen, wie viele Pärchen diese Laterne schon beim Knutschen beobachtet hat. Ob hier wohl schon ein Alien saß? So manches Taschenmesser hat schon seine Spuren in diesem alten Baum hinterlassen. Aber es sind keine Hinweise zu sehen, dass hier kürzlich ein Raumschiff gelandet ist. Keine Abschürfungen, keine Anzeichen von Verbrennungen, nichts. Ich schneide einen Ast ab. Vor ein paar Jahren noch hätte ich mir aus so einem Ast Pfeil und Bogen geschnitzt. Aber die Zeiten des unbeschwerten Spielens sind vorbei. Bei diesem Anblick vergeht bestimmt auch jedem Außerirdischen der Appetit. In einem unbekannten Land, Ein singender Busch? vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene wohlbekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene hieß meine Liebe Maya, kleine fette Biene Maya. Maya, lieb zu mir,
Moment mal, da scheint doch irgendwas im Gebüsch zu hängen, was da eigentlich nicht hingehört. Ich fasse lieber nicht in die Dornen. Mit dem Ast ist es kein Problem, das seltsame Ding aus dem Gestrüpp heraus zu befördern. Ein Wattebausch. Merkwürdig. Wenn ich näher rangehe, wird mir von dem stechenden Geruch ganz schummrig. Was hat es mit diesem Wattebausch auf sich? Eine Spur? Oder ist es Müll, den ein Blinder als Schatz deutet? Hallo, hier spricht Philipp. Hallo Philipp, was kann ich für dich tun? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mich etwas an den Örtlichkeiten der Entführung umgesehen. Gibt's denn bei Ihnen schon irgendwas Neues? Nichts, was sich zu erzählen lohnen würde. Außer vielleicht, dass in dieser Stadt weiterhin alle gegen mich zu arbeiten scheinen. Ich brauche deine Hilfe nötiger denn je. Auf meine Hilfe können Sie sich verlassen. Allein schon, weil ich das Anne versprochen habe. Wir hören voneinander. Tschüss. Hallo, hier spricht Philipp. Du schon wieder. Was gibt's? Ich habe im Stadtpark etwas gefunden, mit dem ich aber noch nichts anfangen kann. Einen Wattebausch. Ein Wattebausch. Na, den wird wohl irgendein Herumtreiber weggeworfen haben. Was soll daran so Besonderes sein? Er riecht total sonderbar. Mir wurde sofort schwindelig, als ich an ihm gerochen habe. Das könnte unsere erste Spur sein. Sie müssen ihn unbedingt untersuchen lassen. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Wann und wo geht das? Okay, wenn dir das so wichtig ist, werde ich das einrichten. Du gibst mir den Wattebausch und ich lasse ihn in unserem Labor untersuchen. Treffen wir uns in einer Stunde am Kiosk auf dem Marktplatz. Aber bitte sei pünktlich. Ich sehe dich gleich. Tschüss, Philipp. Guten Tag, Herr Liesen. Hallo Herr Marlau, was kann ich für Sie tun? Haben Sie denn inzwischen Näheres über Virex herausgefunden? Ja, ich wollte Sie heute noch anrufen. Virex ist eine kleine junge Aktiengesellschaft, die im Bereich Arzneimittelproduktion tätig ist. Eigentlich ein lohnendes Geschäft, aber naja, ich wäre vorsichtig. Virex hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten mit der Gesundheitsbehörde. Angeblich wegen der Entwicklung eines völlig neuartigen Antigrippemittels. Hier habe ich noch den letzten Geschäftsbericht von Virex für Sie besorgt. Vielen Dank. Den werde ich mir in einer ruhigen Minute mal genau durchschauen. Der Geschäftsbericht enthält eine Menge Zahlen und Tabellen. Das müsste ich mal in Ruhe durcharbeiten. Ich hoffe nur, dass die Bilanzzahlen der Virex AG sympathischer sind als ihr Geschäftsführer Dr. Zapf. Was die schöne Geheimagentin mir wohl zu berichten hat? Aber ehrlich gesagt bin ich nicht nur gespannt, vielleicht ja auch ein wenig nervös. Ich rieche schon wieder ihr aufregendes Parfum. Agentin Fox steht da, als ob sie kein Wässerchen trüben könnte. Aber eines ist klar. Das Wässerchen in meinem Inneren gleicht jetzt schon eher einem Ozean in großer Sturmflut. Ich muss versuchen, ganz cool zu bleiben. Hallo Philipp, ich habe schon auf dich gewartet. Ich freue mich, Sie zu sehen. Darf ich Sie auf eine Currywurst einladen? Das ist nicht so ganz mein Geschmack, Philipp. Außerdem sind wir nicht zum Vergnügen hier. Lass uns jetzt besser über den Fall sprechen. Gibt es denn neue Erkenntnisse über die UFOs? Nein, ich komme bei meinen Ermittlungen nicht vorwärts. Übrigens, hier ist der Wattebausch, von dem ich Ihnen am Telefon erzählt habe.
Glauben Sie, dass uns dieser Hinweis helfen könnte? Leider muss ich dich enttäuschen, Philipp. Ich kann auf den ersten Blick nichts Außerirdisches feststellen. Am besten, ich nehme mir ein Stück davon mit und lasse es in unserem Labor untersuchen. Sobald ich etwas herausbekommen habe, nehme ich dann wieder Kontakt mit dir auf. Haben Sie sonst noch etwas, das mir bei meinen Ermittlungen helfen könnte? Hier habe ich eine Liste der Personen zusammengestellt, die behaupten, in den letzten Monaten von UFOs entführt worden zu sein. Vielleicht hilft sie dir weiter. Sorry, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Ich stecke die Liste von Fox ein. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Namen doch nur um einen Haufen leichtgläubiger Spinner. Mal sehen. Außer Anne kenne ich leider niemanden auf der Liste. Aber immerhin könnte irgendwo eine Spur zu finden sein. Wird sich ja schnell zeigen, ob irgendwelche Ähnlichkeiten mit den Erfahrungen von Anne auftauchen. Der erste auf der Liste heißt Frank Stein. Niemand hier. So wie ich Harry kenne, ist er jetzt 24 Stunden täglich unterwegs, um Licht in die UFO-Entführung zu bringen. Wohl kaum, um Anne zu helfen. Schon eher, um seinen Ehrgeiz mit einem zweiten Journalistenpreis zu befriedigen. Manchmal tut er mir leid, aber jetzt ist nicht der richtige Augenblick für Sentimentalitäten. So klappt das nicht. Danke, kein Bedarf. Diese Brühe schmeckt wahrscheinlich wie ein Laternenpfahl, ganz unten. Na sowas. Das ist doch der Name der Behörde, für die Agentin Fox arbeitet. Ich frage mich nur, warum eine Geheimdienstbehörde Werbekugelschreiber verteilt. Den Kuli scheint Agentin Fox hier vergessen zu haben. Den stecke ich am besten mal ein. Sehen wir mal im Telefonbuch nach. Es gibt nur einen Frank Stein in unserer Stadt. Und hier steht auch seine Adresse. Er betreibt einen Schrottplatz im Industriegebiet. Vielleicht kann ich von ihm etwas über die außerirdische Entführung erfahren. Ich bin gespannt, was er mir zu erzählen hat. Ohne Fahrkarte läuft hier nix, junger Mann. Ich kaufe mir eine Fahrkarte. So, hier meine Fahrkarte. Wir fahren in wenigen Sekunden ab. Was für ein abgefahrener Ort. Mad Max hätte seine Freude gehabt. Autowracks, soweit das Auge reicht. Dieses heruntergekommene Wohnmobil, diese unheimliche Stille, die viel lauter ist als jedes Geräusch der Welt. Aber Moment, nicht alles ist still. Plätschert da nicht irgendwo Musik aus einem alten, krachenden Radio? Scheint doch irgendwer hier zu sein. Ein schöner alter Straßenkreuzer. Wow, bestimmt die ekligste Mülltonne, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das Radio läuft. Scheinbar hält sich hier tatsächlich jemand auf. Mal sehen, ob sich die Motorhaube öffnen lässt. Hey du, Finger weg von dem Wagen. Auf meinem Schrottplatz wird nichts geklaut. Das muss er sein. Frank Stein, der Schrottplatzbesitzer. Genauso habe ich ihn mir vorgestellt, wie in einem schlechten Film. Der sollte sich erstmal die Hände waschen, ehe ich sie ihm schüttelte. Hallo, ich bin Philipp Marlau. Reizender Name. Was willst du hier? Das ist Privatgelände. Ich habe einige Fragen und hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können. Was für Fragen? Ich bin hier wegen dieser Geschichte mit den Außerirdischen. Ich wollte gerne mal hören, was Sie dazu zu sagen haben. Das geht dich gar nichts an. Ich habe es satt, von keinem ernst genommen zu werden. Ihr glaubt doch alle nur, ich spinne.
Glauben Sie mir, ich bin auf Ihrer Seite. Ich bin wirklich daran interessiert, den Fall aufzuklären. Aber dafür brauche ich Ihre Hilfe. Na schön. Ich war hier auf dem Schrottplatz, als mitten in der Nacht plötzlich dieses helle Licht am Himmel war. Zuerst dachte ich, es sei eine Sternschnuppe. Aber dieses Ding kam immer näher. Schließlich landete es sogar hier auf dem Schrottplatz. Auf einmal kamen diese Außerirdischen auf mich zu. Aber ich war zu geblendet, um sie richtig ansehen zu können. Sie umkreisten mich und dann... Ja, dann weiß ich nichts mehr. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, bis ich hier auf dem Boden wieder aufgewacht bin. Oh, das ist ja total irre. Und dann war alles wieder wie vorher? Von wegen. Ich konnte mich kaum mehr bewegen und war völlig geschafft. Ich hatte irgendwelche komischen Flecken an meinem Hals und fühlte mich noch tagelang krank. Sie scheinen die Begegnung mit den Außerirdischen inzwischen wieder verdaut zu haben. Sie sehen gesund aus. Ich ging zu meinem Hausarzt, Dr. Weiss. Er konnte mir aber zuerst auch nicht helfen. Erst als ich ihm erzählt hatte, dass sich eine Mitarbeiterin von Na sowas, einer Behörde, die sich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt, für mich interessiert, wurde auch er neugierig und untersuchte mich nochmals. Diesmal fand er dann plötzlich die Ursache meiner Krankheit. Ich hatte anscheinend viel zu wenige weiße Blutkörperchen. Dr. Weiss vermutete, dass dies durch einen Schock ausgelöst wurde. Wie auch immer. Er hat mich dann überraschend schnell wieder hingekriegt. Eine kleine Spritze und ich war wieder voll auf dem Damm. Danke, Sie haben mich schon ein großes Stück weitergebracht. Ich werde alles tun, um Licht in die Angelegenheit zu bringen. Niemand soll Sie mehr für einen Spinner halten. Danke. Du bist doch ein netter Kerl. Hier, ich gebe dir meinen Talisman mit. Mir hat er bisher immer Glück gebracht. Ich hoffe, du findest heraus, was hinter all diesen Vorgängen steckt. Oh, kann ich hier etwas für meinen Roller mitnehmen? Wenn du hier etwas Passendes findest, darfst du es gerne mitnehmen. Ich fürchte, der Motor hat seine beste Zeit schon hinter sich. Eine Benzinleitung? Na, wenn das kein Zufall ist, genau danach suche ich doch schon lange. Er ist festgeschraubt. Oh, wie immer. Wenn man ein Taschenmesser mit 99 Funktionen hat, ist es genau die 100. die man braucht. An die speziellen Schrauben an diesem alten ausländischen Modell hat der Erfinder meines Taschenmessers nicht gedacht. Ein merkwürdiger Talisman. Obwohl ich ja eigentlich nicht abergläubisch bin, freue ich mich sehr darüber. Aber wieso ist dieser Glücksbringer so seltsam geformt? So, da haben wir den Kunststoffschlauch. Mit Franks Glücksimbusschlüssel ist es wirklich kinderleicht, den abzuschrauben. Ich sehe mich schon wieder auf meinem Roller durch die Stadt brausen. Da habe ich mich doch etwas verschätzt. Der Benzinschlauch passt nicht. Anne scheint es ja heute sichtlich besser zu gehen. Die gelben Flecken sind verschwunden und sie macht einen deutlich frischeren Eindruck. Manchmal denke ich, irgendetwas muss bei mir nicht stimmen. Statt mich einfach nur darüber zu freuen, habe ich wieder dieses seltsame Kribbeln in der Magengegend. Irgendetwas stimmt nicht. Sehe ich Gespenster? Du siehst gut aus heute. Mir geht es auch viel besser. Stell dir vor, mein Hausarzt war hier und hat mir eine Spritze gegeben und er hat wohl aus der Zeitung erfahren, dass ich hier liege, aber bitte sagt nichts weiter. Ich musste ihm versprechen, nichts zu erzählen, weil er mir ein neues Medikament gab, dessen Wirkstoff noch nicht zugelassen ist. Ein nicht zugelassenes Medikament? Das kann gefährlich werden. Ich weiß, aber ich war so verzweifelt, dass ich nach jedem Strohhalm gegriffen habe. Was war das für ein Medikament? Das hat er nicht gesagt. Was war das für ein Arzt? Mein Hausarzt, Dr. Weiss. In meinem Magen spüre ich auf einmal einen Eisblock, groß wie eine Bowlingkugel. Dr. Weiss, genau wie bei Frank Stein. Das kann kein Zufall sein. Ich muss mit diesem Dr. Weiss sprechen. Wo finde ich ihn? Ja, wenn du mir was zu schreiben bringst, dann kann ich dir die Adresse notieren. Hier hast du einen Stift. Danke. Hier habe ich auch noch einen Zettel, auf den ich dir die Adresse von Dr. Weiss schreiben kann. Bitteschön.
Dieser Dr. Weiß hat seine Praxis gleich bei mir in der Nähe. Drehen wir den Spieß mal um. Ich denke, es wird höchste Zeit, dass der feine Herr Doktor mal gründlich durchgecheckt wird. Aber Moment, was ist das? Dieses Zeichen auf dem Zettel kenne ich doch. Das ist doch das Virex-Logo. Wie kommt Anne zu diesem Zettel? Gehört dieser Zettelblock dir? Nein, ich glaube, Schwester Eva hat ihn vorhin hier liegen lassen. Das ist ja interessant. Vielleicht kann mir diese Krankenschwester etwas mehr über Virex erzählen. Nicht so ganz mein Geschmack. Ich habe ja bei Pflanzen ganz besondere Vorlieben. Auf dem Schild steht Professor Dr. Med Weiß, Arzt für Allgemeinmedizin, alle Kassen. Hier scheine ich richtig zu sein. Die Praxis scheint geöffnet zu sein. Hey, wer kommt mir denn da entgegen? Wenn das nicht unser Schrottplatzbesitzer ist. Heute hat er sich aber in Schale geworfen. Er scheint mich nicht zu erkennen. Hallo Frank, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Du verwechselst mich wohl mit meinem Bruder. Das passiert mir öfter. Ich bin Heinz Stein. Frank ist mein Zwillingsbruder. Du bist sicher Philipp. Mein Bruder hat mir vorhin am Telefon von dir erzählt. Ach ja? Was denn? Er meinte, du willst Licht in die Geschichte mit den UFO-Entführungen bringen. Wenn ich kann, helfe ich dir gerne dabei. Kommen Sie gerade aus der Praxis? Ja, ich sehe schon. Frank hatte recht. Du bist der geborene Detektiv. Kennen Sie Dr. Weiß? Ich war heute das erste Mal hier. Mein Bruder hat ihn mir empfohlen. Nach seiner Entführung konnte Dr. Weiß ihm ja überraschend schnell wieder auf die Beine helfen. Ist Ihnen irgendetwas an Dr. Weiß aufgefallen? Nur Positives. Er hat mich besonders gründlich untersucht. Sogar Blut hat er mir abgenommen. Jetzt weiß ich immerhin, dass ich genau wie mein Bruder Frank die extrem seltene Blutgruppe AB Rhesus negativ habe. Richten Sie Frank doch schöne Grüße von mir aus. Werd ich machen. Ich sehe ihn heute Abend. Wir treffen uns wie jeden Freitag auf eine Partie Backgammon. Ich werde diesen Dr. Weiß mal auf Herz und Nieren prüfen. Die Sprechstundenhilfe, die mich hereinließ, hat gesagt, ich solle mich einen Moment gedulden. Dr. Weiß würde gleich kommen. Das ist ja mal wieder typisch. Kein Arztbesuch ohne die übliche Wartezeit. Die werde ich nutzen, um mich hier mal ein wenig umzusehen. Eine Patientenliege. Wahrscheinlich das unangenehmste Möbelstück, das je erfunden wurde. Wahrscheinlich ein altes Foto aus der Studienzeit von Dr. Weiß. Seltsam. Eine der Personen kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich mich nur erinnern könnte, woher. Den einen Typen auf dem Foto habe ich doch schon mal gesehen. Nur viel älter. Genau. Das ist doch Dr. Zapf, der Geschäftsführer von Virex, dessen Bild ich auf dem Geschäftsbericht gesehen habe. Ein hübsches Skelett. Sowas hätte ich auch gerne. Aber was da die Nachbarn sagen würden. Tok, 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 jemand zu Hause? Was ist das? Im Kiefer des Skeletts liegt eine Chipkarte. Welch makabres Versteck. Eine Keycard mit dem aufgedruckten Logo der Virex AG. Seltsam, diese Firma scheint mich zu verfolgen. Und wie kommt Dr. Weiß zu der Karte? Ein Werbegeschenk? Wohl kaum. Dann hätte er sie bestimmt nicht im Kiefer eines Skeletts versteckt. Puh, das war knapp. Fast hätte mich Onkel Doktor beim Herumstöbern erwischt. Aber jetzt, wo er vor mir steht, hat sich auch die Frage erledigt, wer die andere Person auf dem Foto neben Dr. Zapf ist. Der zweite Mann auf dem Foto ist Dr. Weiß. Wenn ich diesem Doktor in die Augen sehe, fällt mir wieder ein, warum ich als Kind Angst hatte, zum Arzt zu gehen. Guten Tag, Herr Weiß. Dr. Weiß, junger Mann.
Sie sollten etwas mehr Respekt zeigen. So, was kann ich für Sie tun? Ich habe furchtbare Bauchschmerzen. Oh, mit Bauchschmerzen ist nicht zu spaßen. Am besten nehmen wir Ihnen erstmal etwas Blut ab. Dann sehen wir weiter. Wofür brauchen Sie die Blutuntersuchung? Ich mache grundsätzlich bei allen meinen Patienten zuerst eine Blutanalyse. Blut. Ein faszinierendes Elixier. Vertrauen Sie mir. Jetzt gehen Sie am besten raus und warten einen Moment, bis die Schwester die Blutentnahme vorbereitet hat. Ja, ich hatte vorhin ganz furchtbare Bauchschmerzen. Aber die sind ganz plötzlich wie weggewischt. Ich weiß auch nicht. Ich gehe wohl besser wieder. Frechheit. Lassen Sie sich bloß nicht mehr bei mir sehen. Mal wieder brillant die alte Bauchschmerzennummer angewandt. Die hat er mir bestimmt nicht abgekauft, aber was soll's. Ich bin raus. Virex. Alle Fäden dieses sonderbaren Falles scheinen bei diesem dubiosen Pharmaunternehmen zusammenzulaufen. Wenn ich nur wüsste, wie das alles mit Anne und den UFO-Sichtungen zusammenhängt. Eine Keycard von Virex. Wer weiß, wofür diese Karte gut ist. Warum ist es hier drin so dunkel? Ich könnte schwören, dass die Jalousien offen waren, als ich meine Wohnung vorher verlassen habe. Meine Güte, beinahe wäre ich vor Schreck tot umgefallen. Was machen Sie denn hier? Und wie kommen Sie hier rein? Beruhige dich. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe dir einiges zu erzählen. Und bitte, wer soll es schaffen, unbemerkt in eine Wohnung zu kommen, wenn nicht eine Geheimagentin? Nun gut. Aber jetzt, wo Sie schon mal da sind, erzählen Sie, was Sie herausgefunden haben. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe das Ergebnis der Untersuchung. In diesem Wattebausch steckt absolut nichts Außerirdisches. Er ist getränkt mit einem ganz irdischen, aber hochwirksamen Betäubungsmittel, das hauptsächlich in der Pharmaforschung zur schnellen Betäubung von Versuchstieren eingesetzt wird, das gesundheitlich völlig unbedenklich ist. Kein Wunder, dass mir davon gleich schlecht geworden ist. Und was machen wir jetzt? Wir machen hier gar nichts mehr, denn ich habe noch mehr Neuigkeiten für dich, und zwar schlechte. Ich wurde kurzfristig ins Hauptquartier zurückbeordert. Dieser Dickkopf von kleinbürgerlichem Polizeichef hat sich bei meinem Vorgesetzten über meine Ermittlungen beschwert. Schließlich hat die Polizei die Spurenaufnahme ergebnislos beendet und die UFO-Affäre als ungeklärt zu den Akten gelegt. Das heißt offiziell, dass wir das Ganze vergessen sollen. Aber einem Privatmann wie dir kann natürlich keiner verbieten, sich weiterhin ein wenig umzusehen. Das ist wohl richtig. Und da es mir keiner verbieten kann, kann mich auch nichts davon abhalten. Klasse, Philipp. Aber bitte sei vorsichtig und begebe dich in keine unnötige Gefahr. Alles Gute und bis bald. Ein Blick auf die Spezialagentin macht mir klar, diese Frau ist es wert, ein Teil meines Lebens zu werden. Wenn auch nur in meinen Träumen. Dieses Biest, die ist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen. Aber durch ihre Versetzung ist sie in diesem Fall auf mich angewiesen. Ich bin ihre einzige Hoffnung. Bestimmt hat sie auch dieses Kribbeln in den Fingern. Sie weiß genauso gut wie ich, dass wir einem großen Ding auf der Spur sind. Was kann ich für Sie tun? Ist Ihnen hier in letzter Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen? Unter uns, junger Mann, nach 15 Jahren hier am Mietwagenschalter kommt einem nichts mehr merkwürdig vor. Eva sieht abgespannt aus. Sie hat wohl schon einen langen Tag hinter sich. Ist dieser Block auf Annes Nachttisch von Ihnen? Oh ja, den muss ich wohl heute Morgen bei der Visite hier vergessen haben. Wo haben Sie ihn her? Ich habe noch vor ein paar Monaten als wissenschaftliche Assistentin bei Virex gearbeitet. Das trifft sich gut. Ich interessiere mich nämlich für Virex-Aktien. Können Sie die empfehlen? Ich würde mein Geld nie in so eine dubiose Firma stecken. Das sind alles Verbrecher. Ich arbeitete in einem Forschungslabor von Virex an der Entwicklung eines hochwirksamen Antigrippe-Medikaments.
Dort wurden freiwilligen Versuchspersonen genmanipulierte Grippeviren injiziert. Nach einigen Stunden Inkubationszeit bildete der Organismus mancher dieser Personen völlig neuartige Antikörper. Die Virex-Forscher fanden heraus, dass winzigste Mengen dieses Antikörpers genügen, um Tausende von Menschen gegen alle Arten von Grippe zu immunisieren. Das hört sich doch fantastisch an. Ein Medikament, das dafür sorgt, dass niemand auf dieser Welt mehr an Grippe erkrankt, ist doch ein Segen für die Menschheit. Was ist denn daran nun schlecht? Die Nebenwirkungen, unter denen die Versuchspersonen zu leiden hatten. Es kam zu Bewusstlosigkeit, Gedächtnisschwund und Ausschlägen am ganzen Körper. Einige Probanden schwebten sogar über Tage hinweg in Lebensgefahr. Das heißt, dieser revolutionäre Impfstoff konnte nur gewonnen werden, indem einige Menschen als Versuchskaninchen ihr Leben aufs Spiel setzen. Genau. Virex benutzte diese Personen wie Kühe, die gemolken werden. Ich konnte diese unmenschlichen Versuche jedoch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Deshalb habe ich bei den Behörden Anzeige erstattet. Und wurde prompt entlassen. Aber es hat sich gelohnt. Die Gesundheitsbehörde schritt daraufhin ein und verbot Virex alle weiteren Versuche mit diesem Antikörper. Na, wenn das ein Zufall ist, dann heiße ich ab heute Günther. Virex arbeitete mit freiwilligen Versuchspersonen, die danach enorme gesundheitliche Probleme hatten. Und dann hat irgendwie auch noch dieser seltsame Dr. Weiß seine Finger im Spiel. Das alles kommt mir doch mehr als spanisch vor. Dieses Labor sollte Philipp Marlau nun doch mal eine Reise wert sein. Kennen Sie Dr. Weiß? Ich kenne ihn nur dem Namen nach, da wir natürlich schon einige Patienten hatten, die von ihm zu uns überwiesen wurden. Soweit ich weiß, ein hoch angesehener Arzt. Also bei mir ist er nicht so hoch angesehen. Ich glaube eher, er ist eine ziemlich dubiose Person. Was ganz anderes. Haben Sie in letzter Zeit oder vielleicht auch schon früher seltsame Lichterscheinungen am Himmel beobachtet? Spielen Sie auf diese UFO-Geschichte an? Nein. Ich habe nie etwas derartiges gesehen und ich glaube nicht daran. Ich für meinen Teil weiß nicht so recht, ob ich daran glauben soll. Aber mal ganz im Vertrauen. Ich habe den Verdacht, dass Virex irgendwie in diese UFO-Geschichte verwickelt ist. Was? Virex soll etwas mit den UFOs zu tun haben? Wie kommst du auf diese Idee? Ich habe einige Hinweise. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn ich mich nur in diesem geheimnisvollen Labor einmal umschauen könnte, fände ich bestimmt auch die Beweise für meinen Verdacht. Ich würde dir gerne bei deinem Plan helfen, wenn ich mich damit bei Virex für meinen Rausschmiss revanchieren könnte. Ich erkläre dir gerne, wie du zum Virex-Institut kommst. Aber es liegt ziemlich abgelegen, weit außerhalb der Stadt. Wie komme ich da nur am schnellsten hin? Mein Roller ist kaputt und aus dem Blick weiß man ja, dass seit 3 Tagen die Taxifahrer streiken, weil sie ein Kaugummi-Kaufverbot in den Taxen durchsetzen wollen. Die Frage ist vielleicht etwas unverschämt, aber könnten Sie mich eventuell zu diesem Labor bringen? Klar könnte ich. Da gibt's nur ein Problem. Ich habe zwar einen Führerschein, aber leider kein Auto. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Nö. Sieh lieber zu, dass dir endlich einfällt, wie du einen Wagen für uns beide auftreibst. Sehen Sie mal, wie wäre es, wenn wir uns einen Mietwagen leihen? Gute Idee. Einen Führerschein habe ich und hier auf dem Prospekt steht, dass ich mit meiner Eurocard bezahlen kann. Dann kann's ja losgehen. Wir möchten einen Wagen mieten. Schön. Darf ich den Führerschein der jungen Dame mal sehen? Danke. Wie möchten Sie bezahlen? Eva bezahlt das mit ihrer Eurocard. Gerne. Etwas Geduld bitte. Ich muss noch schnell einige Formulare ausfüllen. Diese Eurocard ist echt praktisch. Damit kann man wirklich fast alles und fast überall bezahlen. So, schon hätten wir's. Hier ist der Wagenschlüssel. Ihr Wagen steht gleich hier vorne. Eines unserer beliebtesten Modelle. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen beiden viel Spaß mit Ihrem Mietwagen zu wünschen. Ich finde es echt riesig, Eva, dass du mir hilfst. Wenn nur alle so viel Mut hätten wie du. Wir beide im Team werden bestimmt Licht ins Dunkel bringen. Mein 7. Sinn sagt mir, dass wir auf der richtigen Spur sind. Komm, lass uns einsteigen. Hier ist der Autoschlüssel. Das Virex-Institut. Werde ich hier die Lösungen für all meine Fragen finden? Wird sich hier alles aufklären? Da sind wir ja. Ja,
und keine Menschenseele zu sehen. Das Institutsgelände ist ja gesichert wie Fort Knox. Gibt es eine Möglichkeit, ungesehen da hineinzukommen? Nein, ich wüsste nicht wie. Auf jeden Fall nicht durch den Vordereingang. Da kommt man nur durch, wenn man sich am Fingerabdruckscanner des Sicherheitssystems identifizieren kann. Ich werde schon einen Weg finden, in diese Festung zu gelangen. Hier ist die Visitenkarte von Agentin Fox. Wenn ich nicht in einer Stunde zurück bin, verständige sie bitte. Aber was ist denn das? Oh Gott, was ist das? Nein, ein UFO? Wir sind verloren. Ein UFO? Das gibt's doch gar nicht. Dann hatte Anne wohl doch recht. Oder träume ich? Eva, kneif mich mal. Eva? Hey, warte mal! Du kannst doch jetzt nicht kalte Füße bekommen. Ach, jetzt ist sie weg. Da muss ich's eben alleine schaffen. Das Virex-Institut. Werde ich hier die Lösungen für all meine Fragen finden? Wird sich hier alles aufklären? Eine Wechselsprechanlage. Mit Klingeln komme ich bestimmt nicht hinein. Was ist das denn? Verdammt! Statt einem Schloss ist ein Scanner angebracht. Damit wird wohl der Fingerabdruck überprüft. Die gehen wirklich auf Nummer sicher. Wenn ich nicht schnell den Finger eines Virex-Mitarbeiters auftreibe, komme ich wohl nie durch diese Tür. Es muss doch noch eine Möglichkeit geben, hier reinzukommen. Ein Holzbrett. Ich nehme das Brett mal mit. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Alte Fässer mit Chemikalien. Weiß der Teufel, was da für undefinierbare Lösungen drin sind. Der Lüftungsschacht ist viel zu hoch. Da komme ich niemals ran. Besser ein Brett in der Hand als vor dem Kopf. Ich lege das Brett auf das Fass und bingo! Ich kann mich draufstellen und komme jetzt bequem an den Lüftungsschacht ran. Oh, ich hätte doch ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen sollen. Ich kann an diesem Gitter reißen, wie ich will. Es bewegt sich keinen Millimeter. Zum Glück haben die alten Griechen die Hebelgesetze erfunden. Und zum Glück habe ich sie mir gemerkt. Geschafft! Der Weg ist frei. Bin mal gespannt, was mich in der Höhle des Löwen erwartet. Ich komme mir vor wie ein Rohrreiniger. Dafür dürfte der Lüftungsschacht jetzt sauber sein. Aber was soll's? Ich bin in der Halle, in der die Außerirdischen gelandet sind. Verdammt, hier ist es auch nicht viel heller als im Schacht. Ich muss vorsichtig sein. Schon wieder diese Fässer. Dass die hier noch verschlossen sind, kann ja nur bedeuten, dass sie mit dem Inhalt hier in der Halle irgendetwas anfangen. Da lasse ich doch lieber die Finger von. Ein knurrender Hund. Sollten Aliens etwa abgerichtete Hunde haben? Es sieht aus, als hätte er Lust, mich jeden Moment anzufallen und zum Abendbrot zu verspeisen. Jetzt sollte mir aber schnell etwas einfallen, bevor mich dieser blöde Hund verrät. Den Versuch, ihn zu streicheln, würde dieses Tier mit einem gierigen Biss belohnen. Ganz ruhig, mein Hündchen. Wer wird denn gleich beißen? Currywurst à la Sweet Dreams. Nach einem Spezialrezept von Maître Philippe. Wunderbar, mein Trick funktioniert. Die Beste schläft ein. Jetzt bloß ganz leise sein. Die Alufolie stecke ich besser wieder ein. Ich will ja keine Spuren hinterlassen. Ja, nach dem Essen sollst du ruhen. Wie friedlich er aussieht, wenn er schläft. Zum Grillen, Braten,
verpacken und improvisieren. Alufolie ist für alles da. Das scheint ein Lichtschalter zu sein. Es hat wohl keinen Sinn, weiter im Dunkeln zu tappen. Ich muss das Risiko eingehen und das Licht einschalten. Wow, was ist das denn? Na, wenn das kein Hammer ist, das UFO. Es ist nichts weiter als ein Hubschrauber mit scheibenförmigem Rumpf. Auf der Unterseite verspiegelt und hunderte von Scheinwerfern, damit das Ding von fern wie ein Lichtball aussieht. Ganz schön raffiniert. Aber wo sind die Piloten des UFOs geblieben? Sie können noch nicht weit sein. Dieses UFO würde ich gerne flugunfähig machen. Aber die Aliens waren vorsichtig genug, ihr Raumschiff abzuschließen. Schon wieder diese Fässer. Dass die hier noch verschlossen sind, kann ja nur bedeuten, dass sie mit dem Inhalt hier in der Halle irgendetwas anfangen. So klappt das nicht. Dicke Schutzanzüge. Na, kein Wunder, dass man einen Menschen damit für einen Alien hält. So fühlt sich also ein Alien an. Diese Stahltür scheint im Moment der einzige Weg zur Lösung der ganzen Geschichte zu sein. Nur wahrhaft außerirdische Kräfte könnten mir helfen, diese Tür aus den Angeln zu heben. Ein Kartenschloss. Verflucht. Wie soll ich das nur aufkriegen? Mit meiner Bankkarte wird es wohl kaum gelingen. Bingo! Die Keycard von Dr. Weiss macht mir den Weg frei. Dieser zwielichtige Arzt scheint großen Einfluss bei Virex zu haben. Ich bin gespannt, was mich hinter dieser Tür erwartet. Dr. Zapf! Das fiese Lächeln dieses Typen lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich bin verloren! Was ist das für ein komischer Geruch? Woher kenne ich... Wo bin ich? Was ist geschehen? Ich kann mich wieder erinnern. Dr. Zapf hat mich entdeckt und mit einem Wattebausch betäubt. Und das hier sieht aus wie eine Art Gefängniszelle. Hier wurden bestimmt auch die Entführungsopfer gefangen gehalten. Laserstrahlen. Mir scheint, die sind nicht ohne Grund hier angebracht. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Strahl unterbreche. Was ist das für ein Geräusch? Es scheint von diesem merkwürdigen Gegenstand dort am Boden zu kommen. Diese Bombe wirkt äußerst bedrohlich. Das Ding ist groß genug, um mich mitsamt dem Labor auf den Mars zu schießen. Da ist Vorsicht geboten. Ein Sicherungskasten mit Schaltern und Kontrolllämpchen. Wenn ich richtig vermute, lassen sich hier die Laserstrahlen deaktivieren. Ein Dialysegerät. Ich glaube, diese Maschine dient dazu, das Blut von Menschen zu waschen. Mit Dr. Zapfs Verbrechenswerkzeugen würde ich meine Hände nicht schmutzig machen. Die Einzelteile des Metallbetts sind miteinander verschraubt. Mit der Hand bekomme ich die rostigen Dinger nicht raus. Ich hätte mich auch gewundert, wenn mein Messer bei diesen Schrauben kapituliert hätte. Mit ein wenig Fantasie kann man aus einer herkömmlichen Schraube vielleicht ein lebensrettendes Geschoss machen. Die Schrauben passen perfekt in den Benzinschlauch. Die ideale Munition für mein Blasrohr. Jetzt aber Feuer frei! Bloß auf was?
Treffer! Das hättet ihr euch nicht träumen lassen, dass es mir gelingt, euer ausgeklügeltes Sicherheitssystem mit einem Benzinschlauch und einer Schraube außer Gefecht zu setzen. Das blinkende Lämpchen an der Bombe macht mich immer noch ziemlich nervös. Also schnell. An der Bombe befindet sich eine Klappe. Bestimmt befindet sich dahinter der Zündmechanismus. Mit meinen Fingern kann ich die Klappe nicht öffnen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das sollte. Ich stecke den Kuli ganz vorsichtig in die Öffnung der Klappe. Voila! Der Knallfrosch ist offen. Ein Schalter? Ist das ein Witz? Ich muss keinen 29-stelligen Zahlencode eingeben, um die Bombe zu entschärfen? Ein einfacher Kippschalter genügt? Oder ist das nur ein Trick? Was soll's? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss es versuchen. Glück gehabt. Das hätte auch schief gehen können. Doch was jetzt? Abhauen? Nein, wer würde mir glauben? Es gibt nur eines. Ich muss Beweise finden, die belegen, dass Virex für die UFO-Zwischenfälle verantwortlich ist. Bestimmt finde ich hier im Labor einen Hinweis. Eine Brutstation. In solchen Geräten können Viren und andere Krankheitserreger gezüchtet werden. Der Terminkalender scheint Dr. Zapf zu gehören. Ich bin mal gespannt, was drin steht. Für heute ist ein seltsamer Code eingetragen. 23 Uhr, Aktion HSP7. Was hat das nur zu bedeuten? Ein gigantischer Aktenschrank. Verdammt, hier haben sie sicher alle wichtigen Informationen eingeschlossen. Und ich habe keine Chance, ihn aufzukriegen. Eigentlich habe ich es nicht anders erwartet. Der Schrank ist natürlich abgeschlossen. Ein Netzhautabtaster. Aus. Vorbei. Die Geheimnisse des Schrankes werden mir wohl für immer verborgen bleiben. Ein solches Gerät tastet die Struktur der Netzhaut ab. Und die ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Keine Chance, eine solche Sicherung zu überwinden. Muss ich aufgeben? Mein Großvater sagte immer, einen Gegner, den man nicht besiegen kann, muss man umgehen. Eine Erkenntnis, die sich auf dem Schulhof schon einige Male bewährt hatte. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Gegner ausschalten soll. Der Schrank ist von einer Metallblende eingefasst. Ich fühle einen kleinen Spalt zwischen Blende und Schrankoberfläche. Mit meinem Taschenmesser heble ich die Blende auf. Darunter kommt ein Kabelschacht zum Vorschein. Ich kann die Kontakte der Drähte erkennen. Sie führen vom Netzhautabtaster zur Schranktür. Ich lege vorsichtig die Leitungen im Kabelschacht frei. Mit der Alufolie müssten sich die Drähte doch überbrücken lassen. Kurzschluss. Na also, wer sagt's denn? Bestimmt sehr interessant, aber nicht für mich und vor allem nicht jetzt. Sieh einer an. Die Garantiescheine für die technischen Geräte hier. Ganz schön ordentlich, die Jungs. Sehen wir uns die V-Akte mal an. Gott, hier drin steht alles über die Versuche. Schrecklich. Unvorstellbar. Die armen Menschen. Jetzt wird mir alles klar. Dr. Zapf hat seine Forschungen für das Antigrippemittel nie abgebrochen. Zusammen mit Dr. Weiß schmiedete er einen teuflischen Plan.
Der Arzt infizierte einige seiner Patienten mit dem gentechnisch veränderten Grippeerreger von Virex. Dieser Erreger löste dann in den Körpern der Versuchspersonen die Produktion der Antikörper aus, die Dr. Zapf zur Herstellung des Grippemittels benötigt. Und jetzt kam das UFO ins Spiel. Denn um an die Antikörper zu gelangen, mussten die Versuchspersonen einer langwierigen Prozedur unterzogen werden. Daher benutzte Dr. Zapf den umgebauten Hubschrauber, um seine menschlichen Melkkühe zu entführen. Er brachte sie hierher in das Labor und extrahierte mit dem Dialysegerät die Antikörper aus ihrem Blut. Ohne sich um die schweren Nebenwirkungen zu kümmern, setzte er die Entführten dann einfach wieder irgendwo aus. Durch den plötzlichen Mangel an Antikörpern litten die Entführten an einem starken Gedächtnisverlust. Und sollte sich doch jemand an die Blutwäsche erinnern, würde niemand einem UFO-Spinner glauben. Raffiniert. Akte X? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich sollte mal einen kurzen Blick reinwerfen. Unglaublich. So war das also damals in Roswell. Dieser Fall ist wohl eine Spur zu groß für mich. Besser, ich vergesse schnell wieder, was ich gelesen habe. Unglaublich. In dieser Akte sind Gesundheitsdaten und Lebensgewohnheiten von Dutzenden von Menschen aufs Genaueste erfasst. Alle sind Patienten von Dr. Weiß und haben die Blutgruppe AB negativ. Wie Anne und Frank Stein auch. Diese biologische Gemeinsamkeit scheint die Voraussetzung zu sein, damit Dr. Zapf sie als menschliche Versuchskaninchen missbrauchen kann. Was ich hier in der Hand halte, ist die Aufstellung der bisherigen und zukünftigen Entführungsopfer. Fein säuberlich aufgelistet nach einem Zahlen-Buchstaben-Code. Und dieser Code kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich nur wüsste, woher. Da ist es. Ich hab's. Aktion HSP7. Oh nein. Heinz Stein. Er ist das nächste Opfer. Er war bei Dr. Weiß, der hat ihm die Grippeviren injiziert. Jetzt holen sie ihn für die Versuche. Heute wollte er doch Frank auf dem Schrottplatz besuchen. Hier ist 23 Uhr eingetragen. Das heißt, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Nichts wie raus hier. Das war eng. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, wieder in der frischen Luft zu sein. Ich dachte schon, diesmal geht's zu Ende. Hey, was ist das? Das ist doch... Ja, das ist Fox. Am liebsten würde ich sie auf der Stelle umarmen. Auch um sicher zu sein, dass ich noch am Leben bin und dass sie wirklich hier ist. Linda, ich habe alles aufgedeckt. Es gibt weder... Du bist noch am Leben. Gott sei Dank. Ja, gerade noch. Diesmal war es ehrlich gesagt ziemlich knapp. Aber wie... Ich meine, woher weißt du, dass ich hier bin? Jetzt beruhig dich erstmal und setz dich in mein Auto. Was bin ich froh, dass es dir gut geht. Eva Helfer hat mich alarmiert. Sie hat mich angerufen und mir von einem UFO erzählt. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen. Linda, wir haben keine Zeit für lange Erklärungen. Wir müssen auf den Schrottplatz, schnell. Die Leute von Virex haben einen Hubschrauber, der wie ein UFO aussieht. Sie entführen damit die Leute, deren Blut sie zur Gewinnung eines neuen Medikaments brauchen. Ich habe Akten gefunden, die alles belegen. Im Labor dieses Institutes finden sich alle Beweise. Und außerdem eine ziemlich riesige Bombe, mit der sie alle Spuren verwischen wollen. Wie übrigens auch mich. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ich habe herausgefunden, dass Heinz Stein das nächste Entführungsopfer sein wird. Und sie sind schon unterwegs, ihn zu kidnappen. Wir müssen so schnell wie möglich zum Schrottplatz fahren und sie dort auf frischer Tat ertappen. Das ist unsere einzige Chance. Verstehe. Die Einzelheiten kannst du mir später noch in aller Ruhe erzählen. Von unterwegs rufen wir den Polizeichef an und sagen ihm Bescheid. Er soll schon mal alles in die Wege leiten und mit seiner Mannschaft zum Schrottplatz fahren. Oh, ich hoffe nur, dass er uns glaubt. Wie sollen wir sie sonst aufhalten? Werden wir noch rechtzeitig kommen? Linda fährt so schnell, wie sie kann. Was ist das? Oh mein Gott, wir kommen zu spät. Die Verbrecher sind mit ihrem UFO schon gelandet. Was sucht ihr denn hier? Das gibt's doch nicht. Wie in aller Welt hast du es geschafft, dich zu befreien? Ein zweites Mal entwischst du uns nicht. Ich weiß jetzt alles. Es gibt keine Aliens. Sie und Dr. Weiß haben alles nur inszeniert, um die Öffentlichkeit abzulenken und in aller Ruhe mit ihren verbrecherischen Menschenversuchen weitermachen zu können. Was haben sie sich nur dabei gedacht?
Wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne. Mit dem neuen Anti-Grippe-Medikament werden wir Millionen verdienen. Wir brauchten die Leute als Brutstationen für die benötigten Antikörper. Und da diese Ignoranten vom Gesundheitsamt die Versuche als zu gefährlich eingestuft und verboten hatten, kamen wir auf die Idee mit dem UFO. Da die Gewinnung der Antikörper, die wir für die Produktion des Medikaments benötigen, nur bei Personen mit der seltenen Blutgruppe AB negativ funktioniert, hat Dr. Weiß bei allen seinen Patienten eine Blutgruppenbestimmung durchgeführt. Wenn ich einen geeigneten Patienten gefunden hatte, habe ich ihm den gentechnisch veränderten Grippeerreger von Virex injiziert. Alles, was wir dann noch tun mussten, war 12 Stunden zu warten, bis der Körper der Versuchspersonen auf den Erreger reagierte und den kostbaren Antikörper produziert. Jetzt kam das UFO ins Spiel. Wir entführten die Probanden und brachten sie in unser Labor. Dort konnten wir ihnen dann per Dialyse die Antikörper aus dem Blut waschen. Genial, nicht? In meiner Praxis wäre das zu offensichtlich gewesen. Teuflisch und menschenverachtend. Dr. Weiß, sind Ihnen die Nebenwirkungen denn ganz egal? Sie sind doch schließlich Arzt. Was bedeutet schon das Leben einiger weniger gegenüber der Gesundheit von Millionen? Außerdem haben wir, sobald sich abzeichnete, dass die Nebenwirkungen lebensbedrohend werden, den Versuchspersonen die entnommenen Antikörper wieder gespritzt, worauf sich ihr Zustand sofort wieder normalisierte. Sie sind ein Heuchler. Sie haben diese Menschen nicht aus humanitären Gründen gerettet, sondern nur, weil sie Angst hatten, aufzufliegen. Sonst hätten sie doch niemals freiwillig auf die Antikörper verzichtet. Ha! Glauben Sie nur nicht, dass ich Ihnen den selbstlosen, missverstandenen Forscher abkaufe. Wären die Entführungsopfer, die durch den Blickbericht ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wurden, nicht plötzlich auf wundersame Weise wieder genesen, wäre der Polizei nichts anderes übrig geblieben, als unter dem Druck der Öffentlichkeit verstärkt zu ermitteln. Ihre Tarnung wäre in Gefahr gewesen. So setzten sie darauf, dass die nunmehr gesunden Entführungsopfer als Spinner dastehen und damit kein Ermittlungsbedarf für die Polizei mehr besteht. Ein teuflischer Plan. Hier spricht die Polizei. Sie sind umstellt. Lassen Sie langsam die Waffe fallen und nehmen Sie die Hände über den Kopf. Puh, das war knapp. Rettung in letzter Sekunde. Ein teuflisches Komplott ist vereitelt. Nicht Außerirdische steckten dahinter, sondern vor Ehrgeiz und Geldgier zerfressene, skrupellose Wissenschaftler. Sie werden wohl in den nächsten Jahren hinter Gittern genug Zeit haben, ihre Taten zu bereuen. Für meine Mithilfe erwartet mich eine großzügige Belohnung, die ich auf Nummer sicher in Bankanteilen anlege. Auf diese Weise werde ich letztendlich doch noch Miteigentümer meiner Volksbank Raiffeisenbank. Doch das Geld war nur ein Teil der Belohnung.
Tschüss, Philipp.